Wir sind Tosca und Simona, Doktorandinnen an der Uni Zürich, und sind überzeugt: Wissenschaft soll für alle offen und nachvollziehbar sein. Gerade beim Thema Tierversuche, weil dabei das Wohl von leidensfähigen Wesen verletzt wird. Zu diesem Thema haben wir in einer Umfrage über 400 Fragen von Jugendlichen und Erwachsenen in der Schweiz gesammelt und beantworten sie in dieser Videoreihe. Tiere können in Gefangenschaft nie artgerecht gehalten werden. Aber man sollte versuchen, sie mindestens tiergerecht zu halten. Das heisst, dass sie ihrer Art entsprechendes Futter kriegen, immer Zugang zu frischem Wasser haben, Möglichkeit haben, um sich verstecken, wenn es ihrer Art entspricht. Dass sie auch Material kriegen, zum Beispiel ein Nest bauen oder auch zum Spielen. Und außerdem, dass sie möglichst schmerzfrei und krankheitsfrei sind, für welches wiederum Tierpfleger und anderes Personal zuständig ist. Und wenn notwendig ein Tierarzt hinzugezogen wird, um die Gesundheit dieser Tiere zu sichern. Da die meisten Tiere soziale Tiere sind, sollten sie nie allein gehalten werden, sondern immer mit mindestens einem von ihren Artgenossen oder auch in einer Gruppe von Tieren. Artgerechte Haltung, das ist immer schwierig zu definieren. Eine artgerechte Haltung, wenn das involviert, dass Tiere Freiluftzugang haben oder eben in grossen sozialen Gruppen gehalten werden, dann muss man klar sagen, das ist aktuell in heutigen Laborbedingungen nicht möglich. Das ist primär der Situation im Labor geschuldet. Wir versuchen, einen sehr, sehr hohen hygienischen Standard aufrechtzuerhalten. Wir versuchen, eine gewisse Reproduzierbarkeit herzubekommen und natürlich eben mit dem auch eine Standardisierung. Und das führt dazu, dass wir halt nicht 100% auf die Bedürfnisse der Tiere eingehen können. Also Tierversuche, genauso auch wie die Tierhaltung, die werden regelmäßig überprüft. Einerseits intern von den Tierschutzbeauftragten und andererseits extern vom Veterinäramt. Und diese Kontrollen vom Veterinäramt sind auch gesetzlich vorgeschrieben und natürlich unangemeldet. Die können jederzeit vorbeikommen und kontrollieren. Ungefähr 1/5 aller laufenden Tierversuche müssen die Behörden kontrollieren und das tun sie natürlich auch. Und wenn es jetzt so ist, dass irgendwas nicht so läuft, wie es die Vorschriften sagen, dann gibt es natürlich entsprechend auch Maßnahmen oder Strafen, die den Forschern auferlegt werden. Ob Tiere im Tierversuch physisch oder psychisch leiden müssen, hängt stark davon ab, wie der Tierversuch designt ist, wie er geplant und durchgeführt ist. Tierversuche in der Schweiz werden in Schweregrade eingeteilt, das heißt Schweregrad 0, kein erwartbares Leid oder Schmerzen werden dem Tier zugefügt oder wird das Tier erfahren, bis Schweregrad 3, der höchste Schweregrad, bei dem zu erwarten ist, dass Tiere in gewissem Ausmaß Schmerzen oder Leid erfahren werden. In der Schweiz ist es so, dass das Tierschutzgesetz Tierversuche regeln und in diesem Gesetz werden 4 verschiedene Belastungsgrade unterschieden. Ganz wichtig in diesem Zusammenhang ist die sogenannte Güterabwägung. Die Güterabwägung wird von einer unabhängigen Tierversuchskommission durchgeführt und tut den potenziellen Nutzen, Erkenntnisgewinn oder Fortschritt von einem Tierversuch mit dem potenziellen Leiden und Schaden der involvierten Tiere abwägen. Und nur wenn die Abwägung positiv, also zugunsten von einem grösseren Erkenntnisgewinn, ausfällt, nur dann ist ein Tierversuch überhaupt bewilligungsfähig in der Schweiz. Um die Belastungen auf ein Minimum zu reduzieren in einem Tierversuch, werden von Forschenden verschiedene Massnahmen ergriffen. Das involviert zum Beispiel die Verabreichung von Schmerzmitteln oder eben auch einen verfrühten Versuchsabbruch, wenn das Leiden oder die Belastung zu gross wird werden. Also wie es den Tieren wirklich geht, wird überprüft mit der Hilfe eines Überwachungsblatts, das wir auch Scoresheet nennen. Da ist genau festgelegt, welche Parameter man anschaut, wie zum Beispiel Gewichtsverlust, wie häufig man das Tier beobachten muss und welche Maßnahmen ergriffen werden, wenn es Abweichungen vom Normalzustand gibt. Und dieses Überwachungsblatt wird vorher auch von den Behörden überprüft und gegebenenfalls werden auch Anpassungen eingefordert. Und dieses wird dann benutzt, wenn das Tier wirklich im Experiment ist.
Mir persönlich ist es wichtig zu sagen, dass Tierversuche nicht das Quälen von Tieren ist. Weil das Quälen involviert das willentliche und das aktive Zufügen von Schmerzen, Leiden und Stress. Bei einem Tierversuch ist das hingegen anders. Wir versuchen, Schmerzen, Leiden und Stress, wenn immer möglich, zu verhindern oder auf ein Minimum zu reduzieren. Das ist nicht nur im Interesse des einzelnen involvierten Tiers, das ist auch im Interesse der Forschenden. Weil Schmerz und Stress können unser Versuchsergebnis beeinflussen, was zu einer schwierigeren Beantwortung von Fragen führen kann. In der Schweiz ist es so, dass wir auch, wenn wir Verhaltensstudien machen, die rein beobachtend sind, zum Beispiel im Labor, im Zoo, aber auch in der freien Natur, dass die eine Bewilligung brauchen als Tierversuch. Und vor allem in der freien Natur darf man sagen, dass die Tiere keinerlei Belastungen haben, obwohl wir einen Tierversuch durchführen. In dieser Folge haben wir einen Blick darauf geworfen, wie Versuchstiere gehalten werden und welche Regeln für Tierversuche in der Schweiz gelten. Tierversuche werden in verschiedene Schweregrade eingeteilt, je nachdem, ob und wie stark Tiere belastet werden könnten. Ziel ist es, Schmerzen und Stress möglichst zu minimieren und das Wohlbefinden der Tiere zu fördern. Behörden, Tierversuchskommissionen und Tierschutzbeauftragte kontrollieren regelmäßig, ob diese Regeln eingehalten werden.